Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich dir etwas ganz Besonderes, nämlich wie du eine süße Babymütze stricken kannst. Diese Anleitung ist perfekt für Anfänger geeignet. Du brauchst weder ein Nadelspiel noch die Magic Loop Methode. Diese Mütze kannst du ganz einfach mit nur rechten Maschen stricken. Als ich das erste Mal eine Babymütze gestrickt habe, war es für mein Patenkind. Das war vor circa 22 Jahren. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie ich da gesessen bin, mit den Nadeln und mit dem weichen Faden in der Hand und einfach nur wusste, dass ich etwas für ein kleines Wesen erschaffe, das ihm Wärme und Geborgenheit schenkt. Diese Mütze war mehr als nur ein Handwerk. Und genau das ist es, was mich immer wieder beim Stricken bewegt. Es ist ein Stück von dir, das du einen anderen Menschen schenkst. Also wenn du dir eine Mütze für ein Baby strickst, denk daran, du schenkst nicht nur ein fertiges Produkt, sondern auch ein Stück Herz und Wärme. Bevor wir anfangen, lass uns noch kurz die Materialien durchgehen, die du benötigst. Ich benutze die Myboshi 2. Das ist eine babyfreundliche Wolle und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Und ich stricke mit der Stricknadel Nummer 4. Ich werde mit euch eine Babymütze für ein Baby mit circa 3 bis 6 Monate stricken. Für meine schriftliche Anleitung habe ich eine übersichtliche Tabelle gemacht. Die gibt es übrigens sowohl in Deutsch als auch auf Englisch. Und ein Baby mit 3 bis 6 Monaten hat circa einen Kopfumfang von 41 bis 43 cm oder 16,1 bis 16,9 Zoll. Und dafür schlage ich nun 42 Maschen an. Das ist übrigens jetzt wieder der klassische Kreuzanschlag. Wenn dir das zu schnell geht, dann schau dir doch meine detaillierte Anleitung an. Ich werde das dir im Video und in der Videobeschreibung verlinken. Und wie immer findest du in meiner Videobeschreibung auch ganz viele andere Informationen, wie zum Beispiel, welche Wolle ich benutze, welche Stricknadeln, den Link zu meinen schriftlichen Anleitungen und wenn ich im Video wieder mal was vergesse zu erwähnen, das schreibe ich dir auch gerne im Nachhinein in die Videobeschreibung. Die Mütze wird in einem Teil gestrickt. Wir stricken einfach nur ein Rechteck, das wir am Ende dann zusammennähen. Und durch das Zusammennähen ergibt sich dann diese Mützenform. Ich stricke nun alle Maschen rechts. Ja. Und auch in unserer zweiten Reihe stricke ich alles nur rechte Maschen.
Und das gleiche mache ich nun Reihe für Reihe. Dieses Muster nennt man übrigens Kraus-Rechts-Muster. Und dieses Muster ergibt am Ende eine tolle, dehnbare Mütze. Du strickst also immer weiter, Reihe für Reihe nur rechte Maschen, bis deine Mütze knapp 38 cm misst bzw. 15 Zoll lang ist. Und damit die Mütze dann nicht vom Kopf rutscht, sollte dieses Rechteck auf keinen Fall länger sein. Und ich blende dir noch einmal die Tabelle von meiner schriftlichen Anleitung ein, damit du nachschauen kannst, wie lang du deine Mütze stricken musst, falls du für eine andere Größe das Ganze gestrickt hast. Und jetzt kette ich mein Rechteck ganz normal ab. Eine Masche rechts stricken, eine zweite Masche rechts stricken. Nun hebe ich die erste über die zweite. Und das wiederhole ich bis zum Ende der Reihe. Faden etwas länger abschneiden, dann kann ich den auch noch zum Vernähen verwenden. Und festziehen. Und nun wird es spannend, ich nähe die Mütze jetzt zusammen. Ich nehme mir die zwei kurzen Seiten und die nähe ich nun zusammen mit einer ganz einfachen Naht.
Oben kommt noch einmal ein Knoten, um das Ganze zu fixieren. Und nun ziehe ich oben rundherum einen Faden durch, den ich dann zusammenziehen werde. Falls du dir hier zu unsicher bist, nimm einfach einen neuen Faden, damit du später auf keinen Fall den Faden abreißt beim Zusammenziehen. Hier festziehen, damit das Loch verschwindet. Pass auf, dass du hier nicht zu fest ziehst, damit der Faden auf keinen Fall abreißt. Ja? Ich ziehe die Fäden auf die Innenseite und gleich zeige ich dir, wie es ausschaut. Und fertig ist deine Babymütze. Es ist wirklich ein tolles Gefühl, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen, das so viel Wärme und Geborgenheit gibt. Und ich hoffe, dir hat das Stricken genauso viel Freude bereitet wie mir. Diese Mütze ist nicht nur ein schönes Geschenk, sondern auch eine wunderbare Möglichkeit für jemanden da zu sein. Danke, dass du heute mit mir gestrickt hast. Ich hoffe, du kannst das nächste Mal wieder mit dabei sein. Viel Spaß beim Stricken und alles Liebe, deine Andrea.